Pizzeria gegenüber war großartig. Gut, dass wir dort waren. Ja, es war lecker. Nichts geht über echte italienische Pizza, aber es war in Ordnung. Ja, und der Service? Sehr schön, jemanden zu haben, der für dich kocht. Hey Leute, wie wäre es, wenn wir morgen das neue Sushi-Restaurant ausprobieren? Oh, schon morgen? Tom, ich würde gerne, aber... Ich kann nicht zweimal in der Woche essen gehen, Tom. Ich besitze kein Restaurant, ich arbeite nur dort. Ah, haha, okay. Ich dachte nur, wir könnten weiterhin jemanden haben, der für uns kocht. Haha, ja, das wäre wirklich schön. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Ich bin ganz Ohr. Wie wäre es, wenn jeder von uns an einem Tag für die anderen kocht? Dann könnten wir diesen Dinner-Service 3 Tage von 4 genießen. Oh ja. Und machen wir es zu einem Wettbewerb. Jeder bereitet ein traditionelles Gericht aus seinem Heimatland zu. Und dann stimmen wir ab, welches das Beste war. Das klingt nach Spaß. Wird es einen Preis für den Gewinner geben? Wie wäre es mit einem Gutschein für das Sushi-Restaurant? Oh, okay, ich bin dabei. Das sollte so einfach zu gewinnen sein. Italienische Küche im Wettbewerb gegen britische, deutsche und Schweizer Küche? Fangt schon mal an, für meinen Gutschein zu sparen. Nicht so schnell, Italiano. Warte nur, bis du das Gericht erlebst, mit dem ich gewinne. Und vergiss nicht, dass ich auch ein paar Kochkünste habe. Und ich denke, ich habe auch eine gute Chance. Die britische Küche hat tolle Sachen. Übrigens, Tom, wir wissen, wie du isst. Fertiggerichte aus der Mikrowelle zählen nicht. Du musst das Essen wirklich selbst kochen. Oh, echt? Haha, okay. Blanche, ich brauche Hilfe. Oh, hi Tom. Wenn du Hilfe beim Aussuchen eines Hemds statt deines Hoodies brauchst, weißt du, dass ich immer für dich da bin. Oh, haha. Großartig. Danke, Blanche. Aber ich meine ein anderes Problem. Alles klar, erzähl mir also mehr. Kannst du mir beibringen, wie man kocht? Was? Ich kann nicht kochen. Ich soll für die anderen kochen, aber wenn Mikrowellenessen nicht erlaubt ist, muss ich lernen, wie man sonst Essen zubereitet. Hast du in deinem Leben noch nie etwas gekocht, Tom? Naja, doch, aber nur einfache Gerichte wie Eier und Würstchen. Okay, ich kann dir garantieren, dass du mit Eiern und Würstchen nicht gewinnst, selbst wenn du Bohnen aus der Dose hinzufügst und es englisches Frühstück nennst. Okay, wirst du mir bitte helfen? Hahaha. Okay, lass es uns versuchen. Welches Gericht möchtest du zubereiten? Ich dachte, wie wäre es mit Shepherd's Pie? Okay, hol die Zutaten und ich sage dir, was du tun musst. Okay, danke, Blanche. Ich bin gleich zurück. Okay, als letzten Schritt fügst du das Kartoffelpüree hinzu und backst es 20 Minuten lang. Schalte für die letzten 5 Minuten auf Grillmodus um. Ich gehe in der Zwischenzeit in mein Zimmer zum Lernen. Behalte einfach den Ofen im Auge. Klar, ich hab's im Griff. Was ist das für ein Geruch? Ich glaube, es kommt vom Ofen. Tom, was hast du getan? Warum hast du den Ofen auf 300 Grad erhitzt? Ich dachte, wenn es nur so kurz im Ofen ist, muss es wenigstens richtig heiß sein. Vielleicht solltest du dir ein einfacheres Rezept aussuchen, mit sehr genauen Anweisungen. Hi Bibi, hättest du bitte Zeit? Ei, Tom, klar, was ist los? Ich wollte dich um Rat fragen. Na klar, schmeiß den Hoodie weg und zieh ein Hemd an. Oh, danke. Ich meinte nicht diesen Rat. Okay, lass mich raten. Geht es ums Kochen? Ja. Wie hast du das gewusst? Blanche hat mir vom Shepherd's Pie Vorfall erzählt. Sie will dir nicht mehr weiterraten, oder? Sie muss jetzt lernen. Verstanden. Würdest du mir bitte helfen, Fish and Chips zu machen? Okay, lass uns das machen, aber alles unter meiner ständigen Aufsicht. Oh mein Gott, Wasser! Nein. Bist du verrückt, Tom? Kein Wasser auf heißes Öl. Wie löschen wir dann das Feuer? Mit Mehl? Nein, Mehl brennt auch. Setz einfach einen Deckel drauf. Ah, super, das hat funktioniert. Mein Gott, gut, dass ich hier war. Tom, es ist okay, wenn du ein kaltes Essen servierst. Auch das kann lecker sein. Denkst du, das wäre beim Wettbewerb akzeptabel? Im Interesse unserer Haussicherheit. Ja, wir können da eine Ausnahme machen, Tom. Hey Paolo, ich habe ein lustiges Problem. Wenn du mir den Gewinnergutschein schon im Voraus kaufen willst, kann ich dir den Link schicken. Aber es ist wirklich einfach, ihn zu googeln. Das ist nicht das Problem, Paolo. Willst du einen Tipp in Bezug auf Frauen? Lass einfach den Hoodie weg, dann klappt es schon. Nicht dieser Rat. Und warum sind alle so fixiert auf meinen Hoodie? Ich brauche Kochtipps. Du willst, dass ich dir, meinem Konkurrenten, beim Kochen helfe? Nun ja, wie soll ich das sagen? Ich bin nicht wirklich eine Konkurrenz, wenn du mir nicht hilfst.
Es ist schließlich britische Küche gegen italienische, also kein Risiko für mich. Was? Die englische Küche ist die beste. Hahaha. Klar, Tom, ich liebe deinen britischen Humor. Also gut. Was kochen wir heute? Bibi meinte, es muss ein kaltes Gericht sein. Also dachte ich an einen traditionellen Nachtisch. Einen Trifle. Klingt einfach genug. Okay, setz deinen Kochhut auf und los geht's. Sieht gut aus. Lass uns jetzt probieren. Tom, hast du Salz statt Zucker für die Schlagsahne verwendet? Es ist höllisch salzig. Und du hast ziemlich viel Sherry genommen. Das ist eher wie ein Cocktail als ein Dessert. Wir können das beschwipster Trifle nennen. Prost! Oh Mist, Prost! Heute Abend serviere ich traditionellen deutschen Eintopf. Ein herzhaftes, in einem Topf gekochtes Gericht mit zartem, langsam gegartem Rindfleisch, Kräutern, Kartoffeln und frischem Gemüse. Für meine vegetarische Freundin Bibi habe ich auch eine Variante mit Tofu und Pilzen. Blanche, das ist so lecker. Wow, das ist so gut. Ich könnte es den ganzen Tag essen. Blanche, du bist eine so talentierte Köchin. Ja, das ist köstlich. So viel besser als mein Shepherd's Pie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch ein italienisches Risotto, gekocht mit echtem italienischen Weißwein, Parmigiano-Käse, grünen Erbsen und einem echten italienischen schwarzen Trüffel. Genießt es! Dein Risotto ist einfach perfekt. Oh mein Gott, das ist so gut. Trüffel sollten verboten werden. Das ist praktisch Schummeln. Oh ja, für ein vegetarisches Gericht schmeckt es fantastisch. Okay, Leute. Heute Abend genießen wir ein echtes Schweizer Käsefondue. Neben dem fantastischen Schweizer Käse, Knoblauch und Kräutern macht vor allem das traditionelle gemeinschaftliche Essen dieses Gericht zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis. Guten Appetit! Oh, der geschmolzene Käse, lecker. Herrlich. Ich könnte das den ganzen Tag essen. So lecker. Und so viel. Leute, wisst ihr, was Tom vorbereitet? Er hat versprochen, es wird etwas sein, das kein Kochen, Grillen, Backen, Braten, Dämpfen oder sonstige Erhitzung erfordert. Wir sollten also sicher sein. Okay, gut. Und hat er gesagt, was es ist? Nein, er meinte, es wird eine Überraschung. Ich hoffe auf eine gute Überraschung. Wir alle. Okay, Leute. Heute Abend erlebt ihr echte britische Küche. Neben Shepherd's Pie und Fish and Chips ist die britische Küche auch für Sandwiches bekannt. Tatsächlich haben wir sie erfunden. Ich habe eine Vielzahl an Sandwiches vorbereitet, um eure Vorlieben zu erfüllen, sogar vegetarische für Bibi. Und jetzt kommt die exquisite Zutat, die es wirklich großartig und typisch britisch macht. Marmite. Das macht jedes Gericht zu einem Leckerbissen, ein echtes Geschenk Großbritanniens an die Welt. Marmite? Müssen wir das wirklich auf unseren Sandwiches probieren? Selbst für diejenigen, die es schon mal probiert haben? Ja, Marmite vervollständigt und verbessert den Geschmack. Oh, okay. Was sollen wir tun? Hilfe! Ich habe eine Idee. Tom, könntest du mir bitte etwas aus der Küche holen? Ja klar, was soll es sein? Messer und Gabel. Für so eine gehobene kulinarische Gelegenheit wie diese? Okay, Und ein Glas Wein für mich? klar. Einen Tequila für mich. Oder vielleicht die ganze Flasche. Okay, Okay, schnell. Verstecken wir das Marmite irgendwo. Das ist dein Plan? Und was sagen wir Tom, dass eine Möwe es geklaut hat? Wir müssen etwas tun. Ich habe Schreckliches über Marmite gehört. Und es schmeckt noch viel schlimmer, glaub mir. Oh mein Gott, Tom kommt zurück. Schnell, mach etwas. Hier, halt das. Okay, aber warum? Oh, Bibi, was machst du da? Oh, tut mir leid, Paolo. Ich hab dich nicht gesehen. Oh nein, ist das ganze Marmite weg? Oh, was für ein Verlust. Aber ich bin mir sicher, dass die Sandwiches auch ohne Marmite hervorragend sein werden. Ah, Moment mal, bin gleich wieder da. Oh nein, ich hoffe, wir haben Tom nicht verletzt. Er hat sich so bemüht. Und er meinte es wirklich gut. Ich glaube, Engländer mögen Marmite wirklich. Wir haben nur getan, was getan werden musste. Ich bin sicher, Tom wird es gut gehen. Er ist ein starker Kerl. Ich habe ein extra Marmite nur für mich gekauft. Aber was ist besser, als es mit Freunden zu teilen? Oh, wunderbar. Nichts geht über Marmite. Okay, hier kommt der Biss. Lasst uns nur einen Bissen probieren. Ich muss meine Augen schließen. Okay, also, wie ist es? Großartig, oder? Oh, Entschuldigung, ich muss ins Bad.
Oh mein Gott. Ich auch. Okay, Kumpel. Es ist so gut schmeckend. So sehr, dass ich den Rest von diesem großartigen Sandwich mit in mein Zimmer nehme, um es dort aufzuessen. Okay, also, irgendwie habe ich den Kochwettbewerb nicht gewonnen. Tatsächlich haben am Ende alle meine Freunde gleich bewertet, also haben alle gewonnen. Und ich lade sie alle ins Sushi-Restaurant ein. Das Tolle ist, dass sie gesagt haben, ich kann den Rest des Marmites für mich behalten, also insgesamt eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.